So Leute, was geht ab? Mein Name ist Kanli, wir sind wieder in den Soundstar Studios und drehen heute eine neue Folge von unserem neuen Format Artist Talk. Ich habe diesmal einen Gast, der in der Münchner Underground-Rap-Szene aktiv ist, der unter anderem mit Akro Picasso und Koga Slim ein sehr starkes Video rausgehauen hat, der jetzt eine neue Single auf Spotify hat, Nix kapiert. Und ich bin sehr froh, dass er hier ist. Wir haben ein Gespräch geführt. Mein Gast ist Noise, das ist Artist Talk. Viel Spaß. Ninja in der Nacht, Schritte sind bedacht, kriminelles Packbuster kalt gemacht, Video überwacht, die Leitung abgehört, Lebensstil macht den Kopf gestört. Sie wollen alle mit mir spielen, doch haben nichts kapiert. No, 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 no. Servus. Grüß dich. Was geht ab? Ach, nicht viel, noch ein bisschen müde. Bei dir? Ja, viel zur Zeit, aber um mich geht's hier heute nicht. Erstmal schön, dass du da bist. Finde ich cool, dass du es geschafft hast. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Gerne. Wir fangen einfach mal mit unserer Standardfrage an. Wie bist du zu Hip-Hop gekommen damals? Was hat dich inspiriert? Wer hat dich inspiriert? Und wie hat es angefangen, dass du deine eigenen ersten Songs gemacht hast und wie? Also es hat angefangen so, wie alt werde ich gewesen sein, so 10, 11 oder so. Dann hat der damalige Freund von meiner Mom, habe ich so ein bisschen in seiner CD-Schublade rumgewühlt und dann habe ich da so das erste Outkast-Album gefunden, das Headlines. Weiß nicht, ob du es kennst. So. Was für Songs waren da drauf? Outkast feiere ich auch krass. Ja. Die Songs weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig, aber das war diese CD, wo die nackte Frau so gezeichnet unter so einem grünen Wasserfall gechillt hat. So. Weißt du, was ich meine? Nee, ich hab nur 3 Songs von denen eigentlich. Miss Jackson. Mhm. Aber das war schon später, das Miss Jackson. Also noch viel früher, ich glaube 1, 2 Alben früher war dieses Album, was ich meine. Das war Fujis. Ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt gerade echt nicht die Songs auswendig, aber dieses Album hat mich richtig so, also das war, glaube ich, so dieser Grundstein, der gesetzt wurde, als ich dieses Album gehört habe. Dann bin ich irgendwann so an das 36 Chambers Album gekommen, dann Eminem, hier die Slim Shady EP und so. Und dann weiß ich noch, habe ich mir meine erste eigene CD, das war von Lil Bow Wow, kennst du noch das Bow Wow Wow, Yippie Yo, Yippie ja, das habe ich mir damals noch im WOM gekauft. Und so hat das dann irgendwie angefangen, so, da habe ich angefangen, so Rap zu feiern, so, dann wie jeder kleine Junge, glaube ich, so wollte man halt Rapper werden, so. Aber dann so richtig das losgegangen ist, war so mit 14, wo ich dann schon im Heim war und so, dann habe ich so, also ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber du kennst es ja bestimmt aus deiner Vergangenheit, wenn man Geburtstag hat man seinen Bezugserzieher, da darf man sich was zum Geburtstag wünschen und so. Ja. Und da habe ich mir dann eine CD gewünscht von Sido, so das erste Album, das Maske-Album. Und da war dann der ausschlaggebende Punkt eigentlich so. Da wusste ich so, ich werde Deutschrapper auf jeden Fall. So. Ja, das Album war krass. Sido hat damals auch, ich war da auch, also ich wurde geprägt von dem, was Sido damals gemacht hat. Mhm. Und dann hast du deine ersten Texte geschrieben, wahrscheinlich auch im Heim. Also bei mir war das dann auch damals, wenn wir schon das ansprechen, ein bisschen um klarzukommen. Und bei dir wahrscheinlich auch ähnlich? Also bei mir hat es auch so angefangen. Ich war halt früher so dadurch, dass ich hier ins Heim gekommen bin, also ich war ziemlich aggressiv so, sehr rebellisch, habe mir nichts sagen lassen, habe mich ungern an Regeln gehalten und es war dann irgendwie so ein Ventil auch für mich. So, ich habe dann Rap als Ventil für mich erkannt. So klar, am Anfang wolltest du irgendwie geiler Rapper sein, so auch wenn du noch verarscht wurdest, so was, du machst so Deutschrap, so das ist ja lächerlich, bla bla, aber man hat ja trotzdem irgendwie dadurch so ein bisschen so Sympathie der Mädels gewonnen und so den ganzen Scheiß und also wie gesagt als Ventil, also so die Sachen, die was mich beschäftigt haben und so habe ich dann angefangen so in den Songs niederzuschreiben und es hat mich dann echt ein bisschen resettet auch, so muss ich dir ehrlich sagen. So. Ja, es ist cool, wenn man sich quasi nicht verstanden fühlt oder gerade in einer Situation ist, wo man nicht viele Leute hat, mit denen man sich unterhalten kann oder wo man denkt, dass die Worte, die man sagt, da richtig aufgehoben sind, dann ist es auf jeden Fall schon geil, wenn man sich einfach hinsetzen kann und seine Texte schreibt und das rauslassen kann, ja, Mann. Um sich selber auch wieder zu sortieren. Und dann hast du angefangen, wie hast du angefangen? Hast du dir dann ein Mikrofon gekauft und Cubase runtergeladen oder was? Ja, es hat angefangen halt, wie gesagt, einfach so meine Texte geschrieben, so, da hast du auch noch nicht wirklich so wie heute irgendwelche Instrumentals gehabt oder sonst irgendwas, hast dir halt irgendeinen Song hast nebenbei laufen lassen, wo drauf gerappt wurde und einfach habe ich den Takt halt so genutzt, um auch zu schreiben. Wie im Knast. Hab halt meistens so, ja, wie im Knast so, aber hab halt so mehr Freestyle-mäßig so, also schon so die Texte dann so runtergelesen und gerappt, aber eigentlich so ohne Beats alles. Und dann so mit
17, glaube ich, hat es angefangen. So. Da bin ich damals in so einem Kreis gelandet, also in so einer Kifferbude. Und da waren halt auch so ein paar Jungs, die Musik gemacht haben und so. Und dann hat es irgendwie so angefangen, so hey, komm, lass halt mal ein bisschen zusammen connecten, lass mal ein bisschen abjammen und so. Und dadurch bin ich dann auch in eine Crew reingerutscht von Rosenheim, also BHR hieß es damals, Bullenhasser Records. Ja, und dann war ich so, ich weiß nicht, wie alt war ich, 18 oder so, glaube ich, dann in dieser Crew drin und so. Und damit hat es angefangen und dann hat es halt so seinen weiteren Werdegang genommen. So. Und habt ihr zusammen gechillt, habt zusammen gerappt, habt Songs gemacht? Ja, schon, wir haben zusammen gechillt, wir haben zusammen gerappt. So. Also es war mein erstes Musikvideo, hatte ich auch mit denen. Aber das hat sich dann alles so ein bisschen in so Strukturen umgewandelt, auf die ich nicht so Bock hatte, weil dieses Label hatte zu tun, ja, ich will das jetzt nicht so ausführlich sagen, aber das war connected mit so einer Rockervereinigung und aufgrund dessen waren wir auch immer mit dieser Rockervereinigung und war nicht so dein Ding einfach. Es war eine coole Zeit, eine interessante, lehrreiche Zeit, aber ich wollte Musik machen und wollte nicht in dieses Milieu eigentlich hinein, wo ich aber zwangsläufig damit hineingerutscht bin. So. Und du hast damals auch unter einem anderen Namen noch Musik gemacht, J-Flash. Genau. Ich habe ein Musikvideo angeschaut, das war noch sehr, sehr ein bisschen wie Blockmonster. Ja, sehr Untergrund alles. Ja, so anders Underground, so ein bisschen auf Horrorcore-mäßig. Und wie kam es dann dazu, dass du deinen Namen geändert hast? Was wolltest du anders machen? Wolltest du mit etwas abschließen oder? Also sagen wir es mal so, J-Flash ist damals entstanden, weil ich halt sehr viel gekifft habe und auch sehr viel genutzt habe. Und so, weißt du, Jay hier, da und so. Und dann war ich halt auch komplett drauf, so an diesem Abend. Und dann saßen wir so da und so, boah, ich brauche jetzt unbedingt einen Rappernamen. Und so, ja Mann, J-Flash wäre doch nice und so, ist doch gerade naheliegend hier und so, bla bla. Und mein Nachname fängt auch mit J an, so, weißt du, ich habe so ein paar Punkte gesucht, was ich so kombinieren könnte. War für den Moment geil, aber ich war früher noch nie so richtig mit diesem Namen zufrieden, weil es halt dann auch losging in München. Also viele Rapper, irgendwas mit Jay hier und da und dort. Hat mich schon abgefuckt, aber das war halt einfach so damals der Name. Ich habe auch unter dem Namen eigentlich, wie du schon angesprochen hast, eher so Untergrundmusik gemacht. Also schon so Straßenrap, aber schon asozialer als die meisten anderen. Ja, und dann so vor 1,5 Jahren, also den Namen ändern wollte ich schon lange. Aber es ist mir einfach nichts eingefallen irgendwie so. Und dann so vor 1,5, knapp 2 Jahren saß ich auf der Couch. Und dann ist mir halt so, also jetzt droppe ich die Abkürzung dazu, dann ist mir halt so durch den Kopf gekommen, so, du bist niemals Opfer ihres Systems. Da habe ich mir so gedacht, so, boah krass, man, niemals Opfer ihres Systems, Abkürzung Neues. Einfach wie der Ton halt nur ohne E. Und das habe ich halt weggefeiert und dann, also es hat 20 Minuten gedauert, dann stand für mich fest, ich heiße jetzt Neues. Und für mich soll das halt auch, also das ist nicht nur eine Namenänderung, so, es hat sich viel geändert. So. Also nachdem ich bei BHR war, da war ich so 2-3 Jahre so, dann ist das auch zu Ende gegangen. Dann hat mich irgendwann der Forensik, falls dir das was sagt, von Cruzo Family aus München. Nee, aber ich habe ein Musikvideo von euch gesehen. Na schon, dann hat der mich halt so connected, hat gemeint so, hey Dicker, wie geht's, lass mal treffen. Ich lade dich zu uns zum Videodreh ein. Dann bin ich da auch hingegangen zu dem Videodreh, war alles cool. Also es sind bis heute noch nach wie vor meine Brüder. Dann hat er mich irgendwann gefragt, so, hey, willst du nicht zu uns ins Label kommen, zu Cruzo Family? So habe ich dann auch gemacht. Da war ich jetzt auch die letzten, wie lange bin ich jetzt schon bei Cruzo? 6, 7 Jahre, keine Ahnung. Ist alles nice auch, wie gesagt, also ich bin cool noch mit den Jungs, aber ich habe halt für mich einfach jetzt entdeckt, so, dass ich musikalisch einfach woanders hin möchte und so. Und dadurch auch diese Namenänderung und das, was ich jetzt musikalisch machen werde, sagen wir es mal so, das passt auch gar nicht so in diese Cruzo Family rein. Und da habe ich auch lange mit Forensik drüber geredet und so. Also ich werde immer Cruzo Family bleiben, aber so im Endeffekt mache ich gerade so mein eigenes Ding oder so mit Poker Slim halt so zusammen. So. Ja. Und ihr wart jetzt auch bei Acro Picasso zusammen beide auf seiner EP, habt ein krasses Video gemacht, feiere ich nach wie vor. Du hast auch dieses Musikvideo gemacht. Ja. Acro Picasso hat auch nur gut von dir geredet. Er hat gesagt, du bist ein Typ, du schreibst deine Texte im Kopf so. Ja, teilweise auch. Teilweise. Also ich habe keine Formel, ich sag's dir ehrlich, so es kommt, wie es kommt. Und ich bin jetzt auch nicht so der Rapper, der so krass nach dem Fame aus ist oder so. Schau mal, ich rappe seit 11 Jahren jetzt. Klar, jeder von uns hat irgendwie mal angefangen und wollte so sein Fame abgreifen oder sonst was.
Aber in dieser Zeit, so, das war alles noch als J-Flash, als ich dann so gerappt habe und mir irgendwie was abgreifen wollte. Da sind so viele Sachen passiert. Ich habe zum Beispiel auch ein Halt die Fresse damals gedreht. So. Ich bin auch bis heute froh, dass es nicht rausgekommen ist. Das sind so ein paar Sachen. Ich habe eigentlich schon 3, 4 EPs, so 2 Alben und 2 Mixtapes, die eigentlich von mir rausgekommen wären. Was alles eigentlich fertig war, was nicht rausgekommen ist durch Außeneinflüsse und dann sind da wieder Sachen passiert und so. Und stört dich das nicht, dass es nicht rausgekommen ist? Es stört mich irgendwo auf eine Art und Weise, aber andererseits sehe ich das auch als Lehre so, weißt schon so. Das war wie so eine Lehrzeit so und das war auch ein ausschlaggebender Punkt, warum ich meinen Namen ändern wollte, weil als J-Flash habe ich genauso viel Scheiße wie auch Gutes gefressen und habe sehr viele Eindrücke bekommen, was die Musikindustrie angeht, was verschiedene Musiker angeht, was die Persönlichkeit von Menschen teilweise so angeht, die Musik machen und die versuchen irgendwie was damit zu erreichen. Und es war für mich einfach eine Lehrphase. So. Ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit und jetzt möchte ich es halt anders machen. Aber worauf ich halt hinaus wollte jetzt noch ist, mir ist es egal, ob ich irgendwie was erreiche damit oder nicht. So klar freut es mich wenn ich was damit erreiche, aber wenn ich nichts damit erreiche, ist es immer noch meine Sache. So, es ist meine Musik, es ist meine Therapie für mich selber, so weißt du, ich meine. Ja. So, ich versuche zwar jetzt gerade, also was heißt ich versuche, ich schlage gerade einen etwas anderen Weg ein, auch musikalisch so. Mal schauen, was passiert, aber ich gehe da mit keinen Erwartungen da rein, so weißt du, ich meine, so, wenn es kommt, dann kommt's, wenn nicht, dann nicht. Ja, es ist nicht so, dass du jetzt sagst, boah, du musst jetzt unbedingt deine Alben so konzipieren, dass du denkst, dass du im Mainstream stattfinden kannst, sondern es ist eher so, du machst es für dich selber und sollten Leute das verstehen, dann seid ihr herzlich willkommen. Genau, ja. Aber jetzt unbedingt auf Zwang irgendjemanden beeindrucken willst du dann doch nicht. Überhaupt nicht. So, wie gesagt, es ist meine Musik, es ist meine Kunst und entweder du feierst es halt, wie ich bin, wie ich meine Kunst mache, oder halt nicht, so weißt du schon. So, ich nehme es einem auch nicht übel, so wenn ich jemandem was zeige und der sagt, er feiert es nicht, so hey, alles cool, so, aber sei halt ehrlich, so, ich mag so Leute nicht, die sich das dann anhören und sagen so, boah, endkrass, aber dann hörst du wieder von woanders so, hast du gehört, was der Neueste jetzt macht, das ist voll der Scheiß und so, ja. Weißt du, aber leckt einem davor noch die Eier, so. Aber, ja. Ich weiß, was du meinst, Digga. Leute sind komisch, egal, Digga. Acro Picasso Video war geil. Danke. Was ging da so? Wie habt ihr euch connected? Wie kam es dazu, dass du überhaupt das Video gemacht hast und der Song und alles? Also das mit Acro Picasso, muss ich sagen, das geht von meiner Seite aus schon etwas länger, so bestimmt schon, weiß nicht, 3, 4 Jahre, wo er damals mit dem Dr. Heisenberg so Musik gemacht hat. Habe ich den Sound gehört, habe ich gefeiert und zu dem Zeitpunkt wollte ich auch gerade eine EP machen und da hatte ich halt so einen Plan mit so einem All-Stars-Track auch und so. Also ich wollte auf dieser EP so alle Münchner Rapper drauf haben, die ich halt irgendwie auch persönlich gefeiert habe und die auch irgendwo relevant sind. Was natürlich nicht zustande gekommen ist, wie du dir vorstellen kannst. Ja. Ja, und da habe ich halt den Acro Picasso auch mal angeschrieben, so hey, bla bla, mir taugt euer Sound, lass mal treffen und so. Also ja, cool, Logo, bin ich am Start, aber irgendwie kam es nie dazu. So. Also irgendwie, dann hat er abgesagt, dann habe ich abgesagt, dann haben wir es wieder verplant. Und irgendwie nicht mehr miteinander geschrieben. Aber alles cool gewesen, also war jetzt keine Disharmonie oder sonst irgendwas. Und dann hat sich der Coca Slim irgendwie auch noch mit ihm connected und bei denen ist es dann irgendwie schneller zustande gekommen. Und dann haben wir halt so rumgeschrieben, so ja, du hängst ja auch mit Neues. Mit dem wollte ich mich auch treffen, bla bla bla. Und dann haben wir uns zu dritt getroffen, uns kennengelernt, so no homo. Ja, und uns mögen gelernt einfach so. Er ist auch einer der stabilsten Leute aus München, so, die ich so kennenlernen durfte und auch menschlich gesehen. Also krasser Typ, man, feiere ich richtig. Und was hältst du von dem Rest der Münchner Hip-Hop-Szene? Gibt es Leute, die dich auch beeinflusst haben? Leute, die du feierst so in den letzten Sagen wir es mal so, also direkt beeinflusst hat mich nichts. Ich feiere jeden eigentlich so. Jeder, der irgendwie seine Attitude hat, so, weißt du, so Leute, wo ich merke, es ist aufgesetzt, so. Okay, das sei mal dahingestellt, aber ich gönne jedem seine Kunst. Aber es gibt eigentlich niemanden in München, außer einen, aber den Hurensohn möchte ich jetzt nicht beim Namen nennen, der weiß schon. Sorry. Okay. Nee, ich feiere eigentlich alle so. Ich habe keinen Stress mit jemandem, aber München so, das hattet ihr auch schon in euren anderen Interviews. München ist halt so eine Nixgönnerstadt hier. Irgendwie jeder sieht sich als seinen potenziellen Rivalen und anstatt, dass man halt irgendwie mal sich ein bisschen zusammensetzt und irgendwie versucht mal was zusammen hochzuziehen, ist halt da so ein falscher Stolz irgendwie an den Ecken so. Wo ich mich auch nicht ganz komplett rausnehmen möchte, weil ich auch schon so Situationen hatte, wo ich mir dachte so, ja, warum soll ich jetzt auf ihn zukommen? So, er kann doch genauso auch auf mich zukommen.
Aber eigentlich ist das halt behindert, so, das finde ich halt uns in München halt hier alle so komplett auf, einfach so, weil jeder schiebt so seinen falschen Stolz. Aber andererseits, man kennt sich vom Sehen, vielleicht jetzt nicht so direkt so, boah, wie ist der jetzt so privat drauf, aber man kennt sich von Sehen, man grüßt sich auch, wenn man sich so trifft und so. Ich verstehe das halt teilweise nicht, warum man dann nicht so auch über seinen eigenen Schatten springen kann, so. Ja. Wenn man vor allen Dingen auch noch in einer Situation ist, dass hier eigentlich gerade nichts läuft. Ja. Anständig, so, weißt du, dass man dann halt noch das mehr blockiert, im Untergrund schon anfängt, sich so zu blockieren, bevor sie überhaupt richtig losgeht, ist halt irgendwie schon. Man gibt sich halt gegenseitig hier nicht die Chance, irgendwie vielleicht was Großes zu kreieren, so, weil wie gesagt, man sieht sich halt als potenziellen Rivalen, so kommt es mir auf jeden Fall rüber. Also es gibt schon ein paar Ausnahmen, so, mittlerweile finde ich auch, hat sich das ein bisschen gelockert, so, aber es ist trotzdem noch so, also es gibt hier Gruppen in München, wenn die sich zusammentun würden, meiner Meinung nach dann, also jetzt, man muss nicht gleich eine Crew gründen, aber so vielleicht mal für ein Projekt zusammen oder einfach halt mal down miteinander auch sich mal den gegenseitigen Support oder Respekt oder wie auch immer geben. Ja. So, dann wird hier einiges anders aussehen, aber irgendwie... Wir arbeiten daran. Ja, das macht sie auch sehr gut, finde ich sehr gut. Danke dir. Und ja, dann würde ich mit dir auch schon gerne über deine Zukunft sprechen. Was hast du in der Zukunft vor? Gibt es da ein Mixtape? Planst du irgendwas? Was geht ab? Sagen wir es mal so, also ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, weil ich selber noch nicht 100% weiß, in was für eine Richtung es gehen wird. Ich bin auf jeden Fall gerade dabei. Ich arbeite an Songs, also es sind auch 2 Songs schon komplett fertig, die in eine komplett andere Richtung gehen, als man so von mir kennt, so sei es jetzt früher musikalisch gesehen oder auch das Neuere, was ich jetzt gemacht habe. Gibt es ja noch nicht so viel unter neuen Namen. Ich würde das Ding gerne beim Namen nennen, aber es gibt noch keinen Namen dafür. So, es gibt im Endeffekt auch kein Konzept. Es gibt verschiedene Konzeptideen, wie man es machen könnte. Aber das ist halt so ein Punkt, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das Ganze als EP oder als Album raushauen soll, weil du weißt selber, heutzutage wird sowas nicht mehr wertgeschätzt. So. Der heutige Musikzeitgeist ist schnelllebig. So. Es müssen geile Melodien sein. Hauptsache, du klatscht irgendwie geile Singles raus. Dann muss der Text nicht mal so einen krassen Sinn haben. Hauptsache, man kann mitviben und so. Klar, wenn der Text noch geil ist, dann hast du doppelt gepunktet. Aber es hat sich sehr verändert und ich versuche, mir selber gerecht zu bleiben, aber trotzdem irgendwie so einen Schnitt mitzunehmen von dieser heutigen Zeit. Und deswegen weiß ich halt nicht, wie das Ganze strukturiert sein wird. Ob ich jetzt nur Singles rausklatsche, ob ich jetzt eine EP raushaue, ob ich ein Album mache, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Der Buschboy hat es bei mir auch gesagt, Digga. Ich war damals eigentlich immer auf diesen Alben fertig machen, hab mir dann den Kopf gefickt, Alben fertig zu machen. Dann kam schon dieses weniger ist mehr. Dann habe ich EPs gemacht und mittlerweile labern mich dann alle voll. Nur noch Singles, nur noch Singles. Ich bin aber auch persönlich immer noch Fan davon. 12 Songs, ein Faden, eine Story, ist cool so. Diese Plastikmusik raushauen, immer nur auf behindert Singles und so, keine Ahnung. Sollen Leute machen, aber ich finde dann auch, die haben auch dementsprechend die Fans für sowas auf ihren Konzerten. Und wenn man reale Leute erreichen will, dann die lernen das dann noch anders wertzuschätzen, glaube ich. Ich finde zum Beispiel Picasso, seine EP, ist geil. Ja, finde ich auch. Die hat auch einen Faden, wie du sagst, und auch sehr vielseitig. Also so, man kennt ihn ja eigentlich als Boom-Bap-Rap-Artist, so, aber auf dieser EP hat er auch gezeigt, dass er so diese anderen Facetten so abdecken kann, so finde ich so. Also er ist eigentlich so der Kopfnicker und immer schön in die Fresse Sound, aber da gibt es ja auch diesen einen Song, Wüstenblume, glaube ich, heißt der. Das ist auch krass, man. Das ist Picasso mal von der ganz anderen Seite so. Ja, hat er gut gemacht. Ich bin da auf jeden Fall auch noch. Schauen wir mal, was in der Zukunft kommt. Producing-technisch, wo warst du an der SAE, Deutsche Pop? Ich war bei der Deutschen Pop von 2013 bis 2014. Da habe ich meine Kameraausbildung gemacht, also Kameraassistent, Kameramann, Filmeditor und Cutter. Habe dann auch kurzzeitig so in der Nähe, also bei den Bavaria Filmstudios in so einer Firma gearbeitet. Aber ich sag's dir ehrlich, Mann, also ich habe das ja angefangen, diese Ausbildung zu machen, weil, weißt du selber, du machst Musik, du willst ein geiles Musikvideo, es ist endteuer, Mann, du bist broke, Mann, hustlest auf der Straße rum, so kannst du nichts leisten, okay, machst du halt selber Musikvideo und dann ist es halt aus so ein Hobby, eine Leidenschaft geworden, dann wollte ich diese Leidenschaft intensivieren, habe ich dann die Schule gemacht und dann habe ich versucht, auch in dem Job zu arbeiten, aber ich sag's dir, es hat mir jetzt nicht die Leidenschaft zerstört, ich habe die nach wie vor noch, aber es hat für mich was kaputt gemacht, dann in diesem Job zu arbeiten, so, weil ich mich nicht so kreativ ausleben konnte, wie ich es machen wollte.
Ja, wenn du Vorgaben hast und nur noch als funktionierst. Und dann noch ein bisschen verarscht worden, so weißt du, so, aber das ist jetzt eine andere Sache. Und dann habe ich aber aufgehört, privat das zu machen, so weißt du. Dann war ich nur noch fokussiert Arbeit, so, habe meine Dinger gemacht, so, bin unzufrieden nach Hause gekommen, habe dann selber zu Hause keine Videos mehr gemacht, auch nicht für mich oder für jemand anders. Ja, und dass ich das eigentlich dann beruflich gesehen auch wieder sein lassen habe, sondern einfach nur so für mich halt habe, so weißt du, so dass es mein Ding halt ist, so wenn Leute mich nach Musikvideos fragen oder so, bin ich immer gerne am Start, das zu machen. Aber du bietest es jetzt nicht offiziell an? Inoffiziell, aber ich biete mich nicht mehr irgendjemanden an, für ihn kreativ zu arbeiten. Wenn ich kreativ arbeite, arbeite ich für mich kreativ. Also, dass ich mit jemandem das Konzept mache, ich sage so, okay, das Video hat so und so auszusehen. Ich will niemanden über mir haben in meiner Kreativität, weißt du, wie ich meine so? Ja. Bei anderen Jobs, okay, schön und gut, so, du kannst nicht immer der Chef sein, aber in meiner Kreativität habe ich für mich selber beschlossen, möchte ich keinen Menschen mehr über mir stehen haben, so. Der mir sagt, was ich machen soll. Ich habe gerne meine Freunde oder irgendwie konstruktive Kritik, wenn ich dir jetzt zum Beispiel einen Song zeige, du sagst so, hey, das und das taugt mir jetzt nicht, so würde ich anders machen, ist was anderes. Aber du weißt, was ich meine, so eine feste Person, die über dir ist, das gibt es nicht mehr bei mir. Ich kenne es selber, so. Ich mache auch Musikvideos und ich bin da auch ähnlich. Ich mache, wenn ich einen Song feiere, mit dem Künstler cool bin, dann setze ich mich dahin, fick mir den Kopf, die Leute lassen mich machen und dann ist das Ergebnis auch geil. Aber ich habe auch teilweise früher gehabt, dass ich das angeboten habe und dann Leute haben gesagt, ich gebe jetzt Geld, mach mir ein Musikvideo und dann saß ich mit denen dann am Schluss da und die so, ja, ich will das jetzt so haben, ich will das jetzt so haben, ich will das jetzt so haben. Das hat mich auch so dermaßen abgefuckt, dass ich das offiziell auch gar nicht mehr anbiete. Ja, also ich verstehe dich, ich verstehe dich voll, Digga. Ja, cool, Digga. Willst du noch irgendwas sagen? Also ich würde sagen, wir sind jetzt eigentlich schon auf einem guten Weg. Will ich noch irgendwas sagen? So, es gibt viel eigentlich, was ich sagen wollen würde, aber das jetzt hier so kurz und knapp reinpacken. Ja, wie gesagt, also meine Musik, für die Leute, die mich jetzt schon seit längerer Zeit kennen, seid gespannt, so, es hat sich einiges getan, so. Ich habe da auch gerade so ein kleines, kann man sagen, Kollektiv, so. Also ich habe so eine kleine Gruppe gegründet, mit denen ich halt jetzt gerade dieses jetzige Musikprojekt halt hochziehe. Das ist ein anderer Rapper und ein Beatbauer und dann noch ein Grafikdesigner. Coca Slim. Nee, Coca Slim ist tatsächlich auch da mehr oder weniger mit am Start. Also das ist mein Bruder, so, weißt du, der ist meine rechte Hand, ich bin seine rechte Hand, so, wir sind immer füreinander da. Aber das Projekt ist jetzt gerade so, da habe ich jetzt mal geschaut, weil, wie ich dir gesagt habe, durch diese ganze Scheiße, was mir in den letzten Jahren passiert ist. Ich war halt so der Typ, ich habe immer mehr auf die anderen geschaut, als dass ich auf mich schaue, so, weil ich halt so, ich bin so ein wie Wu-Tang Clan, so, weißt du, ich wollte immer so wie Wu-Tang Clan, so eine große Gruppe Gang, haben, so eine Gang, wo jeder seinen Part erfüllt, man sich so gegenseitig unterstützt und alles, hat leider nie geklappt. Und aufgrund dieser ganzen Enttäuschungen habe ich mir halt jetzt gesagt, so dieses eine Projekt, so da fokussiere ich mich jetzt mal komplett einfach nur auf mich, so macht es so, meine Jungs sind zwar am Start, aber da habe ich jetzt echt mal so den Fokus auf mich gelegt, aber so mit dem Coca Slim zum Beispiel, man kann nicht sagen Label, aber wir haben wie ein Label schon seit Jahren zusammen, so was wir da aufziehen wollten, so das hat auch schon mitgespielt in diesen Projekten, was ich da früher erzählt habe, er war da auch mit dabei, wir hatten noch heftigstes Mixtape, so das war 2012 oder so, wenn das rausgekommen wäre, Servus, Alter. Ja, also jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, auf jeden Fall. Crew Beatmaker. Genau, Crew Beatmaker. Also dieses Ding mache ich jetzt gerade so mehr oder weniger alleine, also mit diesem kleinen Kollektiv da, was ich da dafür gegründet habe. Aber so meine Crew da sozusagen ist halt dieses kleine Kollektiv, das besteht aus dem Handset, das ist unser Grafikdesigner, dann Indrid X Cold, das ist auch ein Münchner Rapper. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, der hieß früher anders, aber du kennst ihn 100%. Coca Slim auf jeden Fall, Forensik Amon und Chris Krass und Agro Picasso. So, das würde ich mal sagen, sind so die Leute, mit denen ich Musik mache aus München. Wo wir auch schon wie so eine Crew sind, aber halt nicht offiziell. So, jeder hat seine eigene Crew, aber wir sind halt ein cooler Kreis, so, der sich versteht und zusammen Musik machen. Ja. Die neue Münchner Rap-Szene quasi. Ja, was heißt die neue Münchner Rap-Szene? Die neue Münchner, also generell die Münchner Rap-Szene ist groß, aber danke auf jeden Fall dafür, wenn wir da so reingestuft werden. Ja, mit in ein Teil einfach, ein Teil dieser Münchner Rap-Szene. Ein Teil so von der großen Münchner Rap-Szene. Ein Stück vom Kuchen. Irgendwo trifft sich alles. Also jeder ist mit jedem irgendwo
cool. Ich finde, das formt sich gerade eigentlich ganz, ganz cool so. Ja, finde ich auch, habe ich auch vorhin schon erwähnt. So, man merkt schon ein bisschen, dass sich das alles ein bisschen lockert, auch durch eure Interviews und so. Bin mir sicher, dass so der ein oder andere Rapper sich dann die Interviews anschaut und sich denkt, so heute, der ist ja gar nicht so ein Bastard, wie ich gedacht habe. Yeah. So, weißt du, wie ich meine? Und dann connectet sich das schon wieder so. Und ja, ich habe Hoffnung darin. So. Also auch Shoutout, man, an alle Münchner Rapper da draußen. So, macht weiter euren Scheiß, man. Lasst euch nicht unterkriegen von irgendwelchen Hatern. Wir sollten zusammenhalten, man. One Love eigentlich. Ja, Mann. War ein cooles Schlusswort. Danke, Mann. Ich wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft. Danke. Unser Check, Digga. Haut rein. Bis dann. Peace. Jo Leute, das war unsere neue Folge von Artist Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt einen Kommentar, macht eine Bewertung, abonniert den YouTube-Channel, geht in die Beschreibung, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, geht in unseren Online-Shop, checkt die ganzen Artikel dort ab. Wenn ihr Bock habt, kauft euch ein Shirt, kauft euch ein Pullover, kauft euch eine Corona-Maske, wenn ihr möchtet. Ihr könnt auch alle Links von dem Equipment, mit dem wir hier arbeiten, sehen in der Beschreibung. Und wenn ihr Bock habt, auch ein Interviewformat ins Leben zu rufen, dann viel Spaß. Mein Name ist Kanli, das ist Artist Talk. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.